Risiken des Eigenfetttransfers sind extrem überschaubar. Dadurch, dass es sich um eine narbenfreie Technik handelt, wir saugen das Fett schließlich durch ein ganz kleines Portal ab, das ist wenige Millimeter breit und eigentlich schon nach wenigen Wochen gar nicht mehr zu sehen, und wir dieses Fett dann durch ein ganz feines Injektionsröhrchen in den Penis schafft und in die Eichel einbringen, entstehen so gut wie keine Narben. Damit gibt es auch keine Probleme mit der Wundheilung oder sonstigen Verbandswechseln oder sonst irgendetwas. Nicht mal eine Fadenentfernung ist notwendig. Das heißt, rein von dem Risikoprofil ist diese Operation absolut überschaubar. Ich sage den Patienten in den Beratungsgesprächen immer, für mich ist das größte Risiko, dass wir nicht den Anteil an Fett behalten am Ende, den Sie sich wünschen als Patient und ich mir auch als Arzt wünsche. Das heißt, dass wir zu viel Fett verlieren und somit auch zu viel Dicke des Penis wieder abnimmt. Aber ernsthafte medizinische Risiken, vor allem zum Beispiel eine Einschränkung der Erektionsfähigkeit oder eine Einschränkung der generellen Funktion des Penis, die ist sozusagen ausgeschlossen, ist hier in der Praxisklinik am Rosengarten noch nie vorgekommen, und somit macht das die Penisverdickung mit Eigenfett zu einer extrem sicheren Operation. Eine Frage, die uns auch immer wieder erreicht, wenn man also dieses Eigenfett in den Bereich zwischen dem Schwellkörper und der Haut einbringt: Wie ist das Ganze vom Gefühl her? Ist das dann in der Erektion oder auch im erschlafften Zustand anders als vorher? Dazu muss man einige Dinge erklären. Das Eigenfett wird in einer speziellen Schicht eingebracht und ist im entspannten Zustand des Penis natürlich eher weich. Er gibt dem Penis so eine etwas gummiartige, straffe und eben auch pralle Tendenz, auch Haptik, also er fasst sich auch so an, aber durch die Erektion, wenn die Schwellkörper infiltrieren und das Eigenfett zur Seite gedrückt wird, dann wird es eben relativ hart. Es wird nicht so hart wie der Schwellkörper, aber es ist auch nicht so weich wie im entspannten Zustand. Wenn man die Erfahrung, die uns alle unsere Patienten in den letzten Jahren mitgeteilt haben, mal zur Grundlage legt, dann ist es so, dass keiner dieser Patienten sich daran stört, dass der Penis in irgendeiner Weise weich oder schlabberig wird, sondern im entspannten Zustand spielt das Ganze nicht so eine große Rolle. Da hat der Penis auf jeden Fall mehr Volumen, und im erregierten Zustand wird das Fett so prall zur Seite gedrückt, dass es eben relativ hart wird und somit auch zu einer besseren Dicke bei der Erektion beiträgt.